Hallo, ich bin Nikita von Urban Bikes und zeige euch in diesem Video, wie ihr am einfachsten euren Reifen wechselt. Als allererstes muss hierfür das Laufrad mit dem zu wechselnden Reifen ausgebaut werden. Wie das funktioniert, zeigen wir euch in dem dafür vorgesehenen Video. Ist das Laufrad ausgebaut, wird für den Reifenwechsel nur noch ein Satz Reifenheber und eine Luftpumpe benötigt. Zuallererst wird die Ventilkappe vom Ventil entfernt und die verbliebene Luft aus dem Reifen entlassen. Hierfür muss die Spitze des Ventils aufgedreht werden, sodass wir von vorne auf das Ventil draufdrücken können. Ist alle Luft entwichen und kein Druck mehr auf dem Reifen, kann die Ventilmutter entfernt werden. Damit der Reifen leichter von der Felge entfernt werden kann, empfiehlt es sich, den Reifen auf dem gesamten Umfang von der Felgenflanke abzuheben. Im nächsten Schritt wird einer der Reifenheber an einer gegenüberliegenden Stelle vom Ventil unter den Mantel gehoben und über die Felge gehebelt. Die meisten Reifenheber können daraufhin an der Speiche fixiert werden, damit er diese Position hält und der Reifen nicht wieder zurück ins Felgenbett rutscht. Nun gehen wir den Reifen entlang an der nächsten Stelle und hebeln mit dem weiteren Reifenheber den Reifen über die Felge. Sollte sich der Reifen jetzt noch nicht vollständig entfernen lassen, können wir einen der beiden Reifenheber entfernen und auf der anderen Seite des verbliebenen Reifenhebers wieder platzieren, um den Reifen auch hier aus der Felge zu hebeln. Ist der Mantel nun ausreichend aus der Felge entfernt, können beide Reifenheber zur Seite gelegt werden und der restliche Mantel mit Hilfe der Finger oder des Reifenhebers aus der Felge entfernt werden. Im nächsten Schritt gilt es, den Schlauch aus dem Mantel zu entfernen. Hierfür beginnen wir auch wieder gegenüber des Ventils und können den Schlauch einfach aus dem Felgenbett und dem Reifen herausnehmen. Das Ventil wird von innen so weit an die Felge geschoben, bis es von der Innenseite des Mantels herausnehmbar ist. Der Schlauch ist nun entfernt und kann auf eventuelle Beschädigungen überprüft werden. Hierfür einfach den freiliegenden Schlauch aufpumpen und untersuchen, an welcher Stelle die Luft entweicht. Gegebenenfalls kann der Schlauch geflickt oder ausgetauscht werden. Bevor der intakte Schlauch nun wieder im Mantel montiert werden kann, sollte vorerst Felgenbett und Mantel auf Verschmutzungen untersucht werden, die den neuen Schlauch beschädigen können. Da es sich bei diesen Verschmutzungen oft um Scherben oder Dreck handelt, empfiehlt es sich nicht mit der bloßen Hand, diese Untersuchung vorzunehmen, sondern beispielsweise mit einem Lappen. Sind der Mantel von innen und das Felgenbett vollständig vom Schmutz befreit, kann der intakte Schlauch wieder montiert werden. Um die Montage des intakten Schlauches zu vereinfachen, empfehlen wir, den Schlauch so weit aufzupumpen, dass er seine Form bekommt, ohne sich zu sehr auszudehnen. Ist der Schlauch nun leicht aufgepumpt, kann das Ventil wieder von innen durch die Felge gefädelt werden. Der Schlauch wird wieder den gesamten Umfang entlang im Felgenbett und im Mantel platziert. Im letzten Schritt wird nun wieder der Mantel in der Felge platziert. Hierbei beginnen wir diesmal am Ventil. Zu Beginn lässt sich dieser Vorgang noch sehr einfach mit den Fingern durchführen. Sollte das letzte Stück des Mantels sich nicht mehr über die Felge hebeln lassen, kommen hier wieder unsere Reifenheber zum Einsatz. Diese werden nun andersrum als zuvor von innen an der Felge angesetzt und der Reifen wird über die Felge hinweg gehebelt. Stück für Stück können wir uns jetzt so vorarbeiten, bis der gesamte Reifen über die Felge gerutscht ist. Hierbei ist besonders darauf zu achten, dass der innenliegende Reifen hierbei nicht beschädigt wird. Gegebenenfalls kann er durch den Reifenheber ein bisschen zur Seite geschoben werden. Sollte beim Reifenwechsel einmal der Mantel ausgetauscht werden, ist bei der Montage des Mantels zusätzlich darauf zu achten, dass die Laufrichtung übereinstimmt und im Optimalfall sollten die Beschriftungen des Reifens mit dem Ventil übereinstimmen, um später vielleicht bei einer Panne das Ventil schneller zu finden. Sitzen Schlauch und Mantel wieder an ihrem Platz im Felgenbett, wird die Ventilmutter wieder aufgebracht, um das Aufpumpen im nächsten Schritt zu vereinfachen. Vor dem Aufpumpen wird das Ventil wieder geöffnet. Als Luftdruck für den Reifen empfehlen wir einen Druckbereich von 4 bis 6 bar. Achtet hierbei aber unbedingt auf die Angaben des Reifenherstellers auf der Seitenflanke des Reifens. Ist der gewünschte Luftdruck erreicht, wird die Ventilmutter wieder fest angeschraubt, das Ventil geschlossen und mit der Ventilkappe versehen. Und fertig ist der Reifenwechsel. Wie ihr euer Laufrad wieder in eurem Bike montiert, zeigen wir euch in dem dafür vorgesehenen Video. Falls ihr Fragen zum Reifenwechsel oder anderen Angelegenheiten habt, wendet euch bitte an euren lokalen Bikeshop oder an unser Serviceteam. Vielen Dank, bis bald!